I don't understand everything, but this is kind of a private museum where we can show the history of the German immigrants. Oh. Okay, wo sollen wir anfangen? Ja, ich erzähle kurz. Okay. Wenn ihr wissen wollt, wie die Deutschen mal nach Zentralasien gekommen sind. Ja. So, dann fangen wir mal an. Also ich bin die 4. Generation hier geboren. Meine Vorfahren sind in diesem Land seit Zarenszeiten, 1880. Good morning, everyone. Welcome back and welcome to our Silk Road Overland. So yesterday we started from the southern shore of the Issyk Lake in Kyrgyzstan. The road was extremely bad. So when you see the dust from the big trucks, you know the bad road is going to start soon. And we also stopped to have some local dishes. We had one potato with beef, and then we stopped in a small kiosk. We had a very funny coffee and some Kyrgyz lollipop, which is made of dried yogurt. Try this lollipop. Salty. They have interesting flavor coffee. This one is with banana flavored coffee. And today we're going to ride firstly to the south of Tokmak, and then we will ride a little bit more west to a mysterious German village called Rotfront. So Kyrgyzstan is also a country with different ethnicities, and German is one of their ethnicity, and hopefully we can find some local German, ethnic German there. And then we will reach the capital, Bishkek. Tokmak isn't exactly the most beautiful place in Kyrgyzstan. The city feels a bit old, and many of the cars on the street look decades behind. But it has a fascinating history. Just outside the town lies the ruin of Suyab, once a key stop along the Silk Road, connecting Tashkent with China's Ili and Dunhuang. Since the 5th century, especially during the Tang Dynasty, it was a prosperous and multicultural city, home to Buddhism, Zoroastrianism, Nestorian Christianity, and Manichaeism. Today, only the dust and ruins remain. Near Suyab stands the Barana Tower, built by the Kara Khanate in the 10th century, marking the arrival of Islam in this region. After the 8th century, Islam began spreading into the Fergana Valley. By the 10th century, the Karakhanate Khanate became the first Turkic dynasty in Central Asia to adopt Islam, uniting today's Fergana and southern Xinjiang. From then on, Buddhism and Zoroastrianism faded away, and Islam took root across the eastern edge of Central Asia. But it wasn't only the ancient past that shaped this land. The Soviet era left deep marks too. There are still many ethnic Germans in Central Asia, and some villages are said to have people who still speak German. Flo was eager to meet these distant compatriots and understand how their ancestors ended up so far away from home. Online, we found a village called Rotfront, so we decided to drive there. At first, it looked like any other Central Asia villages, nothing particularly special, but at the entrance we noticed a sign, Bergtal, a very German name. Rotfront, here we are. But look here, Bergtal. That's a very typical German name. So the village originally was called Bergtal, and then was renamed during the Soviet time as Rotfront. Rot in German means red, so Red Front. Are you excited to meet your fellow countrymen? I hope so. I've heard there's a German museum. I just don't know where it is. So we try to find some locals who can maybe help us to find it. And someone who might be able to speak German. Hopefully, yeah. What are those? I think it's hop. Oh, this is a hop. So this is hop
what you used to make beer. Maybe this is also one German family. Probably, yeah. They have a lot in the garden. Yeah. As we drove further, we began to see European faces, fair-haired elderly sitting by the roadside, children with blue eyes chasing each other in the dust. For a moment, it felt as if we had crossed the continents, as if a small corner of Germany had quietly survived here, in the heart of Central Asia. German? German? Sprechen Sie Deutsch? Krass. Really? Oh, schön. Hallo. Hallo. Hallo Jan. Hallo. Wohnen Sie hier? Ich bin hier geboren in Bishkek. Ich wohne aktuell in Deutschland. Okay. Das ist mein Sohn. Also, Aber also mein Schwiegervater kommt aus diesem Dorf. Wir gucken uns gerade sein Haus an und Wahnsinn. gestern haben wir unser Haus in Bishkek gesucht, wo ich geboren wurde, wo meine Eltern aufgewachsen sind. Und deine Eltern sind Spätaussiedler aus Deutschland dann, oder? Ja. Aktuell wohnen wir bei Stuttgart. Ja. Wo kommst du her? Ich komme aus München ursprünglich. Ja. Das ist meine Frau. Sie ist Chinesin. Sie spricht auch Deutsch. Nur ein bisschen. Ein bisschen. Aber wir leben in China seit einem Jahr jetzt knapp. Und wie viele Deutsche gibt es noch in diesem kleinen Dorf? Ja, was sind 5 Familien oder so? Ja, 5 Familien und dann noch so ein paar Leute, die... 5 Families. Wow. Nicht mehr viele. Es wurde ja von christlichen Deutschen auch gebaut, Ja. die auch wegen der Religionsverfolgung hierher kamen. Also es gab früher eine Kirche hier, die gab es dann irgendwann im Kommunismus nicht mehr und inzwischen wird eine Moschee gebaut. Also es ändert sich gerade so ein bisschen. Wie war das für dich, in Kyrgyzstan geboren zu sein? Was ist deine Muttersprache? Ist das eher Deutsch oder würdest du sagen... Deutsch, ja. Ja. Okay, aber du bist dann zweisprachig aufgewachsen? Oder dreisprachig sogar? Nein, meine Eltern, da ich ja deutsche Vorfahren habe, haben meine Eltern immer und meine Vorfahren immer schon Deutsch gesprochen. Okay. Teilweise haben die ja, wenn ihr nachher das Museum seht, dann werdet ihr sehen, es ging Preußen, Ukraine, Zentralrussland, dann Verschleppung nach Sibirien, also meine Familie jetzt und dann Kirgisistan. So, und die haben teilweise in Kolonien gelebt, wo nur Deutsch, Kirche war Deutsch, Schule war Deutsch und alle haben Deutsch geredet. Ja. Deswegen können meine Eltern auch gut Deutsch. Und meine Familie kam 1987 nach Deutschland zurück. Und die wollten halt, dass wir dann Deutsch lernen. Deswegen haben sie mit uns auch nur Deutsch geredet. Okay. Also ich kann ganz schlecht Russisch. Und das heißt, jetzt deine Eltern wohnen auch in Deutschland, alle? Ja, also Helmut Kohl hat ja dann irgendwann angefangen, die Deutschen, die im Ausland leben, einzuladen, zurückzukommen. Ja. Und meine komplette Verwandtschaft ist geschlossen ausgewandert. Ja. Und die meisten haben schon zurück nach Deutschland. Ja. Ja. Hallo. Hallo. Neue Gäste. Hallo, Florian. Hast du gesehen? Deutsch? Ja. Ich bin Jan. Du bist Jan, Ja, aber nicht Deutsch oder Deutsch? nicht Deutsch, ich bin Chinesisch. Und ihr wolltet was gucken? Wir wollten ins Museum, gerne. Ich möchte das mit euch kurz machen. Danke. Albert, English, ты еще здесь? German. Вот немец женился на китайке, из Китая приехали. Я jetzt zurück nach Deutschland, so приехал. Deutschland und Kyrgyzstan, Freunde. Friendship of Germany and Kyrgyzstan. I don't understand everything, but this is kind of a private museum where we can show the history of the German immigrants. Oh. Hier, ich erzähle kurz. Okay. Wenn ihr wissen wollt, wie die Deutschen mal nach Zentralasien gekommen sind. Ja. Ich heiße Eugen Giesbrecht. Ja. Ich habe einen YouTube-Kanal, der heißt Bergtal Geschichten. Ja. Wenn du willst, kannst du mal reingehen, gucken, da gibt es 3 Filme. So, dann fangen wir mal an. Also ich bin die 4. Generation hier geboren. Meine Vorfahren sind in diesem Land seit Zarenszeiten, seit 1880. Ja. Dies Jahr feiern wir in der ganzen Welt 500-jähriges Jubiläum der Anabaptisten oder der
Täuferbewegung. Das sind Menschen, die sich taufen lassen auf dem Glauben als Erwachsene und nicht Kindertaufe. Weil die meisten Deutschen hier sind Baptisten, oder? Das ist ja nur ein kleiner Zweig von den großen Bewegungen, die es vor 500 Jahren mal angefangen hat. Ja, wir sind Baptisten, aber wir sind nicht nur Baptisten, unsere Vorfahren waren alles Mennoniten. Ja. So, und vor 500 Jahren in der Schweiz, in der Stadt Zürich, gab es einen Reformator, der hieß Zwingli. Er hat den Leuten die Bibel verteilt und die Leute haben dann gelesen und haben gesagt, Zwingli, hier steht geschrieben, Gott schuf die Erde, der Mensch sündigte, er brauchte einen Erlöser, du sandtest deinen Sohn, er starb und auferstand und wer das glaubt und getauft wird, wird selig. Okay. Hier steht geschrieben, wer glaubt und getauft wird. Also Glaube geht voraus vor Taufe. Wir haben es jetzt geglaubt, taufen uns. Und sagt er, mache ich nicht. Ihr seid als Kinder getauft. Okay. Sagt, das spielt keine Rolle. Als Kinder habe ich nicht geglaubt. Ich habe jetzt geglaubt und jetzt will ich getauft werden. Ja. Denn dann werde ich selig, ansonsten werde ich nicht selig. Hat Zwingli gesagt, mache ich nicht. Und so sind die Mennoniten. Dann sind die zum Fluss gegangen in der Schweiz, in Zürich, und haben sich gegenseitig auf den Glauben getauft. Ja. Hat Zwingli gesagt, hört auf damit. Die haben gesagt, nein. Ihr sollt am 8. Tag eure Kinder zur Kirche bringen für Taufe. Haben sie gesagt, machen wir nicht. Weil mein Kind kann nicht glauben. Ja. Vielleicht wird er gar keiner werden, kein Christ. Und dann hat die aus Spanien, die Inquisition war ja damals, und die haben ja damals regiert, die katholische Kirche. Ja. Die haben dann die Leute angefangen, negativ zu betrachten. Aber die wurden immer mehr in Holland, in dieser Gegend. Und dann gab es in Friesland, in der Stadt Emden, einen katholischen Priester, der hieß Menno Simons. Er ist übergetreten zum Reformentum, fängt auch Luthers Bibel an zu lesen und nimmt sich diese Leute an, weil er gebildet war. Ja. Und fängt mit ihnen an, Gemeinden zu gründen, Bibelstunden zu halten, und jetzt lesen sie die 10 Gebote und einer von den Geboten heißt, du sollst nicht töten. Ja. Haben die gesagt, wir nehmen kein Schwert in die Hand und werden Pazifisten. Ah, okay. Und das war der katholischen Kirche zu viel. Abgesagt von Taufe, keine Zugehörigkeit zur Kirche, zu noch irgendwas. Und jetzt sind die noch nicht mal bereit für mich als Kaiser in den Krieg zu ziehen. Ja. Und dann fingen die an zu verbrennen, zu ersaufen, die Christen verfolgen. Ja. In der Zeit haben aber holländische Kaufleute guten Kontakt gehabt zu Danzig und haben da Geschäfte betrieben. Ja. Und dann haben sie da gesprochen, hat der polnische König gesagt, gut, bringt eure Leute rein. 100 Jahre polnische Regierung, sehr viele, sehr reich, gut auf die Beine gekommen. Preußen übernimmt, Krieg, Preußen gewinnt. Ja. 1853 ist die erste Revolution in Deutschland für Gleichberechtigung. Die wollen nicht mehr Aristokraten haben, die sie regieren, sie wollen freie Parlamente. Ja. Das haben die Juden verlangt, das haben die Bauern verlangt, das haben viele verlangt. Ja. Kaiser sowieso gibt nach, macht neue Gesetze und unter anderem streicht er den Mennoniten die Privilegien für Friedensstifter, um nicht militär teilzunehmen. Ja? Das heißt, die mussten ins Militär. Ja, jetzt hat er gesagt, ihr werdet mit mir zusammen schön in die Kriege ziehen. Dann haben die gesagt, nee. In der Zeit gibt es eine ganz, ganz clevere Frau, die sitzt oben in Petersburg, sie heißt Katharina die Große. Ja, genau. Katharina die Große schreibt ein Manifest an alle deutschsprachigen Leute. Ich habe dieses ganze Teil hier eingenommen. Ich habe freie Ländereien. Die hat ja nicht die ganze Wahrheit gesagt, die hat ja nur die halbe Wahrheit gesagt. Ja? Und lädt die alle ein nach Russland. Aber die hat ja denen nicht gesagt, dass die Tataren damals aus der Krim und viele andere, hier gab es eine ganze Menge Banditen, die sind immer mit ihren Pferden über die Dörfer geflohen und haben geplündert. Jetzt hat sie hier in dem Ukraine-Delta bis am Saratow an der Wolga, hatte sie Deutsche angesiedelt. Das war so eine Art Bremse für die, die überflogen sind, aber das war ihre Kornkammer. Daraus hat man dann, deswegen nennt man sie die Wolgadeutschen, oder? Genau. Später, ja. Okay. So, jetzt kamen die Lutheraner, die Katholiken, Schwaben und Rheinländer, die haben sich, manche haben sich in der Krim verloren, manche haben sich im Kaukasus verloren, deswegen hieß das Krimdeutsche, Kaukasdeutsche, dann hieß es Morawiendeutsche, dann hieß das Woliniendeutsche, aber die größte Siedlung war die Wolgadeutsche. Wolgadeutsche, ja. Das waren Lutheraner und Katholiken. Inzwischen zerstreiten die sich theologisch. Inzwischen seit 1853 ist der Krimkrieg. Ja. Die Franzosen und die Deutschen greifen an, nicht die Deutschen, die Angelsachsen. Und das ist ja nicht weit von den Mennonitenkolonie. Ja. Dann sind die geflohen. Die kriegen mittlerweile Angst. Ja.
Dieser hier droht ihnen die Freigabe vom Militär wegzunehmen und diese drohen zu übernehmen. Irgendwie von denen wird unsere Jungs wieder dumm lernen. Ja. Diese aber letzten Ansiedler, die aus Preußen kommen, sind theologisch mit ihnen nicht einverstanden. Sie sagen, wer dem Westen geht, geht dem Antichrist entgegen. Uns hat Gott das offenbart, wir ziehen gen Osten. Da kommt Jesus. Und sein 1000-jähriges Reich mit seinen Gläubigen fängt hier in Samarkand an. Diese Motokolonie sagt, Leute, ihr seid auf dem Irrwege. Und die haben gesagt, nein, ihr seid auf dem Irrwege. Diese ziehen aus Richtung Nordamerika und diese kriegen vom Zaren dank Konstantin von Kaufmann, der damals zuständig war für Zentralasien, das alles an die russische zu binden, die Genehmigung, könnt runterziehen. Und aus diesem Grunde ziehen erst die russisch-orthodoxen runter, dann kamen ein paar Lutheraner runter und unter anderem auch die Mennoniten. Und an 1880 gehen unsere Vorfahren die ersten los. Und so zogen die dann los. Das waren unsere Vorfahren, begleitend mit Militär, kommen nach der Stadt Auliata und fragen, wo können wir ansiedeln? Jetzt suchen die neues Land, denen reicht das hier im Talas nicht zu. Dann sind die wieder nach Auliata und die haben gesagt, reist doch mal ins Schultal und dann ist die Kul drumherum, vielleicht findet ihr was. Mein Großvater Koop, K-O-O-P, mit anderen setzen sich wieder auf Pferde und reiten dies monatelang alles rum. Kommen nach Cholpanata, Ananjewa, wunderschönes Land, wunderschönes Klima, aber zu viele Russendörfer. Wenn wir dazwischen als Deutsche uns ansiedeln, verheiraten sich mit der Zeit unsere Kinder. Das geht nicht. Was hast du geheiratet? Oder wie hast du geheiratet? Nee, ihr vermischt ja euch. Verstehst, ja? Die Eltern haben Angst. Wer bringt mein Kind wen nach Hause? Ja, klar. Dann haben die gesagt, nee, sind die zurück. Und dann haben sie das Dorf Grünfeld gegründet, das ist hier daneben. Okay. Die feiern heute 100 Jahre dieses Jahr und wir werden in 2 Jahren 27 gründen die 2 Dörfer. Grünfeld und Bergtal. Hier in Schwedau. Jetzt wird denen alle in der Ukraine, überall werden Kolchosen gemacht. Den Bauern wird erschossen. Das ist diese 38er Jahre, die Repressionsjahre. Darunter sind auch unsere viele Väter, unsere Opas zu Tode gekommen. Dann kam der Krieg. Nochmal, dann kam die Hungersnot und mein Vater hat gesagt, als er Kind war, er hat 5 Jahre nicht ein Stück Brot nicht gesehen. Die haben von Kräuter gelebt, von Zuckerrüben, was die gesammelt haben, Schafsmilch, egal was, aber Brot als solches, dass man mal ein schönes Brot macht, sowas gab es nicht. Aber wo wollen die meisten Deutsche, die zurückgegangen? Deutschland. In welcher Stadt? Ostwestfalen ist sehr stark. Ostwestfalen sind sehr viel aus Zentralasien Deutsche. Nordrhein-Westfalen sehr stark, aber Schwaben und Rheinländer aus der Kolonie, die sind wieder runtergezogen. Viele sind Baden-Württemberg, aber die sind auch viele in Hessen, im Frankfurter Raum, in Wiesbaden, Köln, Fulda, viele sind da verworfen. Dann mussten wir als Kinder der Sowjeten immer auf Arbeit gehen. 1. September fing Schule an und dann fingen auch schon gleich bei uns die Herbstarbeiten an. Wir als Kinder mussten immer arbeiten. Auf Mais schälen, auf Zuckerrüben hacken. Obstgärten putzen, viele andere Arbeiten, auf Tomaten, auf Wassermelonen. Dann sind die Zeiten vorbeigegangen, dann wurden wir erwachsen, dann gingen wir nach Deutschland. Das war im Jahr 1900, ungefähr 1900. Dies hier? Ja. Angefangen von den 50er Jahren bis zu 80er Jahren. Ah, okay. Dann hatten wir dieses zum Beispiel, wie wir Erwachsenentaufe machen. Ja? Bei uns erwachsene Leute, die ziehen sich weiß an als Sinnbild der Gerechtigkeit. Für meine Sünden hat einer bezahlt und in der Bibel steht geschrieben, und dadurch, dass er sein Blut für mich vergossen hat und vor Gott mich gerecht gemacht hat, werden meine Kleider weiß wie Schnee. Das ist dieses alte Sinnbild, ja, du bist rein, du bist nicht mehr schuldig. Dies ist unsere Kirche am Ende des Dorfes. Gibt's die noch? Ja, wir gehen da zur Kirche. Okay. Ja. Soll ich dir noch sagen, dies ist dann Schule, verschiedene Formen der Schule, ja. Alle Bleichgesichter, die hier siehst, das ist alles Deutschland, das gibt es hier nicht mehr. Ah, Scott-Toilet. Ist nicht so deutsche. Ja, der ist jetzt auch in Deutschland, der hat gelernt Fliesen legen. Das ist ein alt-hugenottisches System, das ausgedacht haben die Hugenotten in Frankreich. Ich erkläre, was das ist. Sie kennen ja C, E, G. 1, 3, 5, 3, 1. Wir singen Intervalls.
Das ist für Kinder, für Erwachsene viel leichter zu lernen als Noten. Wir sind ungefähr hier. Okay. Das ist das Krankenhaus. Oh ja, okay. Das ist Schule. Das ist das Gemeindehaus. Also wir denken, dass diese Karte ist ungefähr so Ende 70er Jahre. Ne? Oder Anfang 80er, so ungefähr, ne? Ist das. Weil hier steht nämlich kein Datum und es steht nur Rotfront. Das ist ja heute Bishkek, ne? Das hieß früher Stadt Frunze. Oh, so cute. I don't really understand the whole conversation because it's all in German, but for me it's already quite interesting to know the history that those group of German who has left Switzerland, left Germany, and then migrated all the way to Poland and then to Central Asia. So as I understood, half of those people went to the US, and then the rest who stayed here, many of them also came back. Only a few who are still in this small village. Yeah, it's truly a fascinating story how all these people moved here and that they still maintain their traditions. It's funny because their German sounds like they speak mother tongue German, obviously, but they have a slightly different accent. You can tell that they haven't lived in Germany for a while or that they didn't grow up there. It's quite interesting. It's an accent I wouldn't be able to determine where it comes from. So, and now this is one of the remainings of the German cultures here. It's the Baptist church. Ahmad, this little girl opened a door for me, so I get to have a look at this tiny church that they built. Wow. Tea? Christian? Да, я христианка. Если хотите, в подвале есть фото. So apparently there are also Kyrgyz who are Christians in this village too, and those must be the Germans who have lived in this village. Wow. Как зовут? Татына. Татына. Да. А вас? Меня зовут Ян. Ян? Ян. Татына. Приятно познакомиться. Сейчас подождите. She's so lovely. Gehe ich immer Bad. I couldn't read those German. They are written in a font that is very, very old. Thanks. This church is very nicely built. Even the writings are in very old German. So this was the story of Bergtal, or Rotfront, what it's called today. I mean, I knew something about the German settlers here, but I've learned many new things, and it's really interesting to see your own fellow countrymen in another country like Kyrgyzstan, and they are from here. They've been born here. They speak German with an interesting accent. You can definitely tell that they are not from Germany, but from another place, and yeah, it was a very fascinating and very lovely experience. They were very, very warm-hearted, very welcoming. They showed us everything. We have reached the capital of Kyrgyzstan, Bishkek, and in a coming 3 or 4 days we're going to stay here. We just got this hostel room. Our stuff is quite messy. And from here you will see the beautiful mountain with the snow on the top. It's really getting much cooler now, so I think we're going to have a good rest in the coming days, and then we will continue the journey riding towards Osh. So hope you like this episode. Thanks for watching, and bye bye. Bye bye.